Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für einen leckeren und würzigen Bauerntopf mit Rosenkohl, Hackfleisch und Kartoffeln. Dafür als erstes eine große Zwiebel sowie 2 bis 3 Knoblauchzehen abziehen und fein hacken. Danach eine große Pfanne oder einen Topf mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und unter gelegentlichem Wenden für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze glasig anschwitzen. Währenddessen kümmern wir uns um die restlichen Zutaten: 750 Gramm vorwiegend festkochende Kartoffeln schälen und in kleine Würfel bzw. Stücke schneiden, und außerdem putze ich noch 500 Gramm Rosenkohl, zunächst unter fließendem Wasser abwaschen, eventuell äußere welke Blätter sowie dunkle Stellen entfernen und dann am Strunk kreuzweise leicht einschneiden, so gart der Rosenkohl gleichmäßiger. Jetzt 500 Gramm Rinderhack zu den Zwiebeln in die Pfanne geben, für weitere 4 bis 5 Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze krümelig anbraten, das Hackfleisch dabei mit einem Pfannenwender etwas auseinanderreißen und ruhig auch schon mal mit einer sehr guten Prise Salz sowie frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Anschließend den Rosenkohl zu Ende putzen und wenn das erledigt ist, Kartoffeln sowie Rosenkohl mit in die Pfanne geben, alles einmal kurz umrühren und für 1 bis 2 Minuten mit anschwitzen. Danach die Gewürze dazugeben, hier einen Teelöffel süßes sowie scharfes Paprikapulver, Oregano und Thymian, die Gewürze kurz unterrühren und danach kommen auch schon die restlichen Zutaten dazu: eine gute Prise Salz, eine Dose gehackte Tomaten und zum Schluss noch 600 Milliliter Gemüsefond bzw. Gemüsebrühe dazu gießen. Den Bauerntopf einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können, zum Kochen bringen und dann für 12 bis 15 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Zwischendurch immer mal wieder umrühren und dann weiter köcheln lassen, bis die Kartoffeln und der Rosenkohl gar sind. Danach sind wir fertig und können den Bauerntopf servieren, auf tiefen Tellern verteilen, zum Schluss mit etwas gehackter Petersilie garnieren und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Zum Servieren könnt ihr noch etwas saure Sahne, Joghurt oder Schmand dazu reichen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.